Hey Leute, ich bin Stefan und ich bin hier in der First Class mit Lufthansa unterwegs und ich habe mega Glück. Ich bin der Einzige hier in dieser großen Kabine. Es gibt 8 Plätze. Ich kann viel erleben hier. Alles nach dem Intro. Ein herzlicher Empfang begrüßt mich hier in diesem A380 in der First Class. Natürlich gibt es gleich den Champagner und Nüsse gibt es hier, aber eine ganz andere Art von Nüsse. Keine normalen Nüsse, nein, sondern Macadamia-Nüsse. Der Flug geht hier über 11 Stunden lang von Shanghai nach Frankfurt und ich hoffe, ich kann in der Zeit alles hier genießen in der First Class, was so zu genießen ist. Lufthansa hat einen wirklich sehr guten Service hier an diesem Flughafen. Es gab extra jemanden für mich, der mich über jede Schlange hinweg gebracht hat. Ich musste nirgendwo lange anstehen und war super schnell in der Lounge. Klasse! Und das hier ist das heiße Tuch von Lufthansa. Das riecht so gut. Dieser Duft, der kommt mir so bekannt vor. Das riecht wie eine bekannte Parfümmarke. Also, das riecht so gut und angenehm warm. Ein Grund, warum es hier so riesig aussieht, ist, dass es hier keine Overhead-Compartments gibt, sondern du kannst dein Gepäck hier in die eigens dafür vorgesehenen Fächer tun. Ziemlich viel Platz hast du dafür übrigens und da passen einige Koffer rein, wie das hier. Das ist jetzt hier der First Class Sitz im A380 von Lufthansa. Du hast mega viel Platz und nicht nur Platz, du hast auch Möglichkeiten ohne Ende etwas unterzubringen. Hier ist der Ottoman mit einem riesen Verstauplatz. Hier ist der Tisch. Hier ist ein Fach drin, dann hast du hier auch nochmal ein Fach. Ach, hier ist übrigens, sind auch die Kopfhörer drin, zeige ich dir auch gleich nochmal, etwas detaillierter. Rechts von dir ist die Bedienung vom Sitz im Allgemeinen. Du kannst übrigens den Ottoman, das finde ich eine richtig coole Einstellung, einfach nach vorne holen und machst es dir damit noch viel bequemer. Und du hast verschiedene Möglichkeiten einzustellen. Du kannst hier die Kopfstütze hoch und runter fahren, elektrisch. Und hier links hast du übrigens den Controller für den Fernseher, für den Monitor, den ich übrigens etwas klein finde, muss ich sagen. Du hast einen riesen Bereich für dich, aber du hast einen ziemlich kleinen Monitor vor dir. Da sind andere Airlines noch etwas größer, zumindest monitormäßig. Ansonsten ist der Sitzkomfort erstklassig, wie es sich für die First Class gehört. Das ist übrigens alles, was ich hier am Start schon bekommen habe hier. Als ich das Flugzeug betreten habe, wurde mir das alles schon gebracht. Das ist eine ganze Menge hier. Allein der Pyjama, das sind die Slippers und eine große Decke. Und ich habe extra mal gefragt nach 2 meine Tickets, einmal für Frau, einmal für Mann. Mache ich nachher mal auf. So, erstmal werde ich mir jetzt die Slipper anziehen. Du hast hier zwar keine eigene Suite, vielleicht wie bei anderen Airlines, aber du kannst hier schon für mächtig Privatsphäre sorgen. Du kannst dieses hochfahren, aber das Wichtigste erstmal, wenn du in der Mitte sitzt, kannst du mit einem Knopfdruck hier unten, da hinten, Privacy, drückst du da drauf, dann fährt das mittlere Panel dann hoch und du drückst hier auf der linken Seite auf den Knopf und dann fährt das auch noch hoch. Dann hast du quasi wirklich deine eigene Suite hier. Okay,
fährt nicht vielleicht so hoch wie bei Emirates in den Suiten, aber du bist hier doch recht privat. Was für ein Glück, dass ich hier alleine bin, denn sonst müsste ich noch flüstern, denn eigentlich ist die First Class ja so schallgedämmt, man hört fast gar nichts hier von außen oder von den Triebwerken. Das ist sehr, sehr angenehm. Vielleicht kennst du es ja auch, du bist im Flugzeug unterwegs, du hast immer das Gefühl, du musst was trinken, es ist so trockene Luft hier, es ist irgendwie so furchtbar, du trocknest quasi aus, aber hier in der First Class für Lufthansa ist es nicht so, denn hier ist die Luftfeuchtigkeit absichtlich auf 25% erhöht worden, normal sind nur 5% und du merkst es tatsächlich, also ich merke es wirklich. Der ist gut. Ja. Danke. Und schon sind wir unterwegs. Das Flugzeug ist gestartet und schon beginnt der Service mit einem sehr leckeren Glas Wein, Chardonnay, aus dem Napa Valley in Kalifornien und ein Lachsröllchen auf einem weißen Pumpernickel. Sehr nett. Die Auswahl ist sehr, sehr schwierig, denn sie ist so groß. Natürlich zu Beginn gibt es den Kaviar, der wird gleich serviert. Und dann gibt es noch 4 andere Vorspeisen, 4 Hauptgerichte und 3 Desserts, darunter Käse und süße Früchte und was ist das noch? Eine Pelikan-Walnussschnitte, aber dazu später mehr. Das ist das Besteck hier von Lufthansa. Etwas kleiner gehalten. Ich weiß nicht genau, ob das das Vorspeisenbesteck ist, weil es sieht schon recht klein aus. Aber cool, es ist von Zwilling, also eine ziemlich bekannte Marke. Darf ich Ihnen noch Ihren Löffel reichen für den Kaviar? Cool. Bitte schön. Dankeschön. So wie es sich gehört, man isst den Kaviar nicht mit einem Metalllöffel, sondern mit einem Perlmuttlöffel, um den Geschmack nicht zu verfälschen. Vielen Dank. Und wie gesagt, das ist jetzt hier der Kaviar bei Lufthansa auf einem ganz normalen Teller mit Zwiebeln angereicht und hier ein Schälchen mit Sour Cream, Eigelb, Eiweiß und dazu ein Toast. Was will man mehr? Und wenn du dann deinen Geschmack ein bisschen neutralisieren willst, danach hast du hier noch einen kleinen Shot Wodka. So wie es sich für eine deutsche Airline gehört, kriegst du hier sogar eine kleine Brezel. Die Auswahl ist so schwer hier, da habe ich mir doch gleich gedacht, machst du mal ein Wine-Tasting in the Air. Auch nicht schlecht. Gleich die erste Wahl war auch die richtige, denn das war auch gleich mein Lieblingswein. Der südafrikanische schmeckt so blumig, so nach Erdbeeren bzw. nach Beeren und ein bisschen Schokolade und nicht zu schwer. Also genau mein Lieblingswein. Cheers! Die Weinauswahl hier bei Lufthansa ist übrigens auch sehr exzellent. Du hast natürlich den Champagner und 4 Weißweine. Die Auswahl ist sehr schwierig, denn die sind alle sehr gut. Meine Auswahl war beim Chardonnay aus Südtirol, der war exzellent. Und die Rotweine sind noch viel besser. Also da ist meine Wahl auf jeden Fall auf den südafrikanischen gefallen. Der war super lecker, habe ich euch ja vorhin erklärt. Natürlich hast du auch noch einen Dessertwein. Du hast ein Likör, also Baileys kannst du noch haben, Portwein kannst du noch haben. Und natürlich diverse Softdrinks. Und es ist dunkel. Der Flug geht ja von Shanghai nach Frankfurt und der Chefkoch ist ja in Shanghai stationiert, beziehungsweise laut Menü kommt er aus Shanghai. Und deshalb gibt es hier auf diesem Flug in der First Class einmal die Schweinshaxe auf Asiatisch. Dazu natürlich praktischerweise die Stäbchen. Zum Glück habe ich schon ein bisschen geübt, in Shanghai mit Stäbchen zu essen. Sehr lecker.
Schweinshaxe auf asiatisch. Sehr gut. Das Beste ist natürlich der Burger hier. Du bekommst sogar einen richtigen Cheeseburger hier auf diesem Flug mit ein bisschen Chips, ein bisschen Krautsalat und einer richtigen Gurke drauf. Das ist doch klasse, oder? Aber ziemlich heiß der Teller. Ein weiteres Highlight hier in dem A380 von Lufthansa sind die eigens in der First Class eingebauten Urinale. Ziemlich cool, natürlich nur für uns Männer, aber welche Airline hat denn sowas? Ich kenne keine, außer Lufthansa. Im Amenity Kit gibt es zwar kein Deo, aber du hast hier in dem Waschraum die Möglichkeit, das Deo zu nutzen und den Rasierer und noch so viele andere Dinge, wie Handcreme. Was gibt es dann eigentlich noch hier so drin? Ach, hier sind die Becher drin. Und Mundspülung. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, habe ich eine ganze Menge bekommen, als ich hier das Flugzeug bestiegen habe. Das sind hier allein schon der Pyjama. Das ist hier das Oberteil und das ist die Hose. Gut, sieht nicht schlecht aus, finde ich. Wie ein schöner kleiner Pyjama halt so ist. Und hier ist dann das Oberteil. Dazu gibt es auch eine, ich finde, ganz nette Decke. Gut, andere Airlines haben vielleicht eine flauschigere, muss ich schon zugeben. Aber dafür ist sie groß. Und das hier ist das Amenity Kit von Lufthansa in einem Remover-Koffer-Style gemacht. Das ist übrigens das für die Männer, für Gents. Und das ist für die Lady. Sieht letztendlich genauso aus, nur eine andere Farbe. Ich packe gleich mal beide aus und ich bin sehr gespannt, was dann so drin ist. So, das sind die beiden Amenity Kits hier. Das schwarze ist für Männer, das graue für die Frau. Ich gucke erstmal rein, was in dem Männer Amenity Kit drin ist. Ja, nicht gerade wenig. Es kommt mir schon fast entgegengesprungen. Hier, das Auffallende ist natürlich hier sind die Socken. Die dürfen nicht fehlen. Für Kopfhörer zum oben drauf machen, für ein bisschen Hygienik. Hier sind mit Sicherheit ist die Augenbinde drin, ja, genau. Und ich finde, das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe schon einige Airlines jetzt erlebt und ich habe noch nie so eine hochwertige Augenbinde gesehen wie diese hier. Sie ist ziemlich dick, sie ist hier flauschig und sie ist sehr angenehm zu tragen. Was ist noch drin? Der Kamm. Bisschen Information. Hier ein Brillenputztuch. Das ist auch das erste Mal, dass ich in der Airline so etwas finde im Amenity Kit. Ein paar Cremes. Lippencreme ist da drin, Handcreme ist da drin und Gesichtscreme. Mit Schuhanzieher sogar, auch nicht schlecht. Und hier die Earplugs.
Natürlich, da ist noch mehr drin. Hier. Zahnbürste, Zahncreme und sogar eine Packung Fisherman's Friend. Auch nicht schlecht. Ja, das war's. Es ist leider kein Deodorant drin, aber wie gesagt, du findest ja eins in dem Restroom, also in dem Waschraum. Und das ist das Amenity-Kit für Frauen. Ich habe gerade mal reingeschaut, es ist eigentlich nichts anderes drin. Es ist der gleiche Inhalt wie bei den Männern. Es hat nur einfach eine andere Farbe, mehr nicht. Hier sind übrigens die Kopfhörer drin von Bose. Also ist ja eine namhafte Marke. Und ich bin so fasziniert davon. Du setzt diese Kopfhörer auf. Es sind ja Noise-Canceling-Kopfhörer. Und ich meine, es ist ja sowieso nicht laut hier. Aber man hört schon Umgebungsgeräusche. Man hört schon die Fluggeräusche. Aber du setzt die Dinge auf und danach ist Funkstille. Ich höre nichts mehr. Und wie es sich noch dazu gehört, neben der Brezel gibt es dann auch ein ordentliches Weißbier. Erdinger Weißbier. Prost. Mal halt kein Champagner. Das ist hier das Bett. Es ist super angenehm und schaut euch das mal an. Es ist ein richtiges Federbett hier und ein richtiges Federkopfkissen. Wenn du mal genauer hinguckst, es ist sogar eine Marke, Paradise. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne diese Marke. Ich habe sie selber zu Hause. Außerdem hast du hier noch eine Unterlage. Es ist super bequem und ich habe leider keine Muße, ich habe keine Lust, mich jetzt hier schlafen zu legen, denn ich möchte ja die Zeit hier nutzen. Aber würde ich schlafen gehen wollen, dann hätte ich hier mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Schlaf. Ich bin total begeistert von diesem Bett von Lufthansa. Es ist so bequem, du hast eine richtige Decke. So, das war jetzt mein Flug mit Lufthansa in dem A380 in der First Class und ich war super, super, super begeistert. Ich kann nur wirklich den sagen, den Daumen hoch für den angenehmen Flug. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich habe total relaxed hier und gut, das lag vielleicht auch daran, dass ich hier alleine war in dieser First Class und alle sich um mich gekümmert haben. Aber das war ein unvergessliches Erlebnis. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann drück doch auch den Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal, wenn du noch ein paar andere Videos schauen willst. Guck nochmal vorbei und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.